Herzlich willkommen zum letzten England-Video. Am Donnerstag fahre ich zurück nach Frankreich. Das heißt, ich bin jetzt nur noch wenige Tage hier in England und heute im Dartmoor. Und wer jetzt auch denkt, dass das ein Moor ist, so wie ich, das stimmt nicht. Ist offensichtlich nur eine Namensgleichheit. Also das Dartmoor ist kein Moor im eigentlichen Sinne, sondern es ist einfach eine große, weite Heidelandschaft vielleicht mit Gebirge. Und wir wandern da eine Runde und gehen vielleicht gleich sogar auch noch baden. Ich bin gerade in Dilton Marsh angekommen. Es ist ein ganz kleines Dorf in Wiltshire bei Valerie und Nigel. Valerie habe ich kennengelernt vor ungefähr 3 Wochen am Strand mit ihrer Freundin Jenny, als ich in Kimmerwick war und da Ammoniten gesucht habe. Und die beiden Frauen haben gesagt, dass wenn ich irgendwann mal in der Nähe bin, total gerne vorbeikommen kann. Und ich dachte natürlich, die machen Spaß. Aber dann sind wir in Kontakt geblieben über Instagram in den letzten Wochen. Und tatsächlich wäre ich sowieso hier ganz in der Nähe vorbeigefahren auf dem Rückweg nach Dover. Und dann dachte ich, mache ich hier vielleicht tatsächlich mal halt. Und ich bin jetzt schon ein bisschen hier. Zeige euch gleich mal, wie Valerie und Nigel wohnen, denn es ist, glaube ich, so ein ganz wirklich typisch britisches Cottage und sie haben gesagt, es ist okay, wenn ich das filme. Und dann wollen wir nachher noch ein bisschen die Gegend erkunden. Valerie nimmt mich mit nach Bradford-upon-Avon und zeigt mir so noch ein paar Dinge hier in der Umgebung und ich finde es total schön, zum Schluss hier in England noch so eine ganz nette, authentische englische Erfahrung zu machen. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sunshine in the day. Gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken.
take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Als Höhepunkt des Tages haben wir uns das Westbury White Horse angeschaut, das wirklich monumental ist, also 55 Meter groß und in seiner heutigen Form aus dem 18. Jahrhundert stammt. Man geht aber davon aus, dass dort schon sehr viel früher ähnliche, auf Deutsch sogenannte Scharzeichnungen bestanden haben, und in ganz Wiltshire gibt es auch zahlreiche dieser sogenannten weißen Pferde, zum Teil sogar aus der Bronzezeit. The last time I made a curry, it was very bland, so I probably put Compensate for the the last one. oh, and also I only put one chili pepper in, and it was only small, but it's from the garden. I think they're very hot. Meinen letzten Tag in England verbringe ich da, wo ich schon ein paar Mal den ersten Tag in England auf Klassenfahrten verbracht habe, nämlich in Canterbury. Ganz liebe Grüße an alle Klassen, mit denen ich schon mal hier gewesen bin. Ich filme gleich mal ein paar Eindrücke aus der Stadt und vielleicht erkennt ihr ja noch das eine oder andere wieder. Übrigens waren wir ganz offensichtlich nicht die Einzigen mit der Idee. Hier sind so viele Schülergruppen unterwegs. Also Deutsche sind mir jetzt schon, weiß ich nicht wie viele, über den Weg gelaufen. Auch alle so ungefähr in der Altersgruppe. Italienische Schüler habe ich irgendwie auch schon gesehen. Eindeutig auch zu erkennen an der Aufregung und den vielen Souvenirtütchen. Also ich glaube, es ist ein ziemlich beliebter Startpunkt für so England-Touren. This summer I'll be by your side. A wonder that you can't describe. How long will you wait for me? I want you to see what I see. I see you. How I see you. I'm looking now, it's really far. I felt a tingle in my heart. The sun has set, the stars will appear. In many ways it's great up here. Somehow life goes on. The stars we know are gone. In this lonely place, I still see your face. I go round and round until every sound is a symphony from my heart. Das war jetzt also mein tatsächlich letzter Tag in England. Morgen früh nehme ich die Fähre zurück nach Frankreich und dann geht da ein neues Kapitel los. Und vielleicht kann ich so ein ganz kurzes Fazit ziehen an der Stelle. Ich habe ja am Anfang der Englandreise ordentlich gezweifelt und auch ordentlich geschimpft über die Straßen und über irgendwie alles Mögliche. Und ich war tatsächlich ganz kurz davor, glaube ich, irgendwie am zweiten Tag einfach wieder zurückzufahren, weil ich dachte, ich kriege das nicht hin. Also vielleicht erstmal so ein ganz sachliches Fazit. Natürlich kann man in Südengland zumindest auch mit einem Wohnmobil total gut Auto fahren, wenn man sich ein bisschen kümmert. Habe ich nicht gemacht davor, ist meine eigene Schuld. Ich habe dann irgendwie ziemlich schnell einen Busfahrer getroffen, der mir erklärt hat, dass ich einfach alle Straßen fahren kann, die einen Buchstaben davor haben. Also die großen A-Roads und die B-Roads, das sind irgendwie die halt unseren Bundesstraßen am ähnlichsten sind, zum Teil sogar auch viel besser ausgebaut, also wirklich
zweispurig und besser geht's gar nicht und natürlich die Autobahn sowieso. Und alles, was einfach nur einen Namen hat, sowas wie Shepherd's Hill oder so, einfach nicht. Und wenn irgendwas eine unnamed Road ist, dann ist total, das ist ganz aus. Das soll ich nicht machen. Und nachdem ich das irgendwie begriffen hatte und mich dann auch danach gerichtet und mein Navi die ganze Zeit auch darauf quasi geprüft, war dann echt auch alles gut. Also hätte ich davor gewusst, wie schwierig das wird, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also wäre ich wahrscheinlich wirklich nicht nach England gefahren, alleine als erste Reise mit dem Bus. Und so ist aber so, dass irgendwie das so krass ist, die Orte, die Menschen, die Erlebnisse jetzt in den 4 Wochen, die waren es absolut wert. Also ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Und schon nur der Süden Englands ist so abwechslungsreich und so landschaftlich schön, dass ich mich jetzt schon darauf freue, auch noch den Rest von England zu bereisen. Irgendwann mal sehen. Das wird ganz spannend. Grundsätzlich mache ich zum eigentlichen Vanlife-Teil noch ein kurzes extra Video, ganz genau zu den Kosten, also was ich jetzt in den 4 Wochen hier am Ende wirklich auch ausgegeben habe. Das mache ich mal wann anders, das würde sonst jetzt viel zu viel werden. Und für meine ganz persönliche Entwicklung kann ich vielleicht sagen, dass ich gespannt war, Sachen über mich herauszufinden, die ich wirklich nicht dachte. Sowas wie, ganz offensichtlich mag ich Wandern, und zwar insbesondere an felsigen Küsten lang. Da kann ich wirklich dann auch viele Kilometer ganz ausdauernd bergauf und bergab klettern und finde das wirklich großartig. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und dann waren jetzt diese 4 Wochen Vanlife, haben sich irgendwie völlig selbstverständlich angefühlt. Das habe ich auch nicht so kommen sehen. Also es war so, als wäre es irgendwie immer schon so gewesen. Und dann vielleicht so als Abschluss kann ich sagen, dass ich gemerkt habe, dass es ganz schön viele Herausforderungen gab. Also Sachen, wo ich auch echt an meine Grenzen gekommen bin. Das Autofahren, die Bremsen kaputt und so, ne? So lauter so Sachen. Und am Ende habe ich das aber alles geschafft. Und es ist ein ziemlich gutes Gefühl. Und ich habe nicht aufgegeben. Und ich gehe da ganz schön gestärkt. Jetzt, ich glaube, England war nicht das einfachste, nicht der einfachste Start. Aber ich glaube, einer, der mich jetzt für den Rest des Jahres ganz gut vorbereitet hat. Deswegen also, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Nächste Woche geht's nach Frankreich und dann ist es da vielleicht auch ein bisschen wärmer. Hier sind gerade übrigens 18 Grad. Ich glaube, bei euch zu Hause sind jetzt so 32. Ich weiß nicht richtig, wie ich das so finden soll. Ist nicht ganz schlecht, aber ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Süden schadet, glaube ich, nicht. Also viel Spaß und bis nächste Woche.